Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und zu Anfang nochmal eine kleine Information. Brauer Staudi hat sich bisher noch nicht bei mir gemeldet. Vielleicht siehst du dieses Video hier nochmal. Du hast die Auslosung bisher verpasst. Falls du bis Montag mir noch nicht geschrieben hast, dann werden wir die Pilze am Montag nochmal neu auslosen und dann werde ich nochmal einen neuen Gewinner bekannt geben. Ja, wir nehmen dann das alte Video, die alten Kommentare und werden dort dann nochmal einen neuen Gewinner raussuchen. Du hast bis Montag Zeit. Falls du dich bis dahin nicht meldest, dann kriegt jemand anders die Pilze. Tut mir natürlich leid, aber ja, selbst schuld, sag ich mal, wenn man sich nicht meldet. Auf Instagram oder Discord oder Twitter bin ich auf jeden Fall erreichbar. Also hier nochmal die letzte Chance dafür. Ja, ansonsten habe ich heute ein kleines Thema vorbereitet, will ich es mal nennen, und zwar die Runen. Ja, wenn ich vermehrt immer mal wieder Kommentare sehe, die auf ein und dasselbe immer hindeuten oder was fragen, dann mache ich dazu immer noch mal ein kleines Video, wo man noch mal alles genau erklärt. Das hatte ich ja bei meinem Farm-Equipment auch gemacht. Da kam dann verhäuft die Frage auf, wofür braucht man das eigentlich, wofür ist das gut? Und ja, wenn die Fragen öfter kommen, dann werde ich die dann nicht immer wieder beantworten, sondern einfach nochmal ein gesondertes Video dazu machen. Das möchte ich heute machen, denn heute geht es speziell um die Runen, wann man den Maximal-Runen-Boni erreicht hat und was es für Maximal-Runen gibt und ja, was überhaupt der maximale Schadens- oder generell der ja, das Cap sozusagen, das Limit von so einer Rune ist. Und hier habe ich euch das nochmal gezeigt, von allen Runen nochmal aufgelistet, wo hier was ja, das Maximale von einer Rune ist. Ja? Und wie oder ab wann man das ungefähr erreicht, zeige ich euch auch nochmal. Da benutzen wir nochmal hier nochmal das Tool, ich weiß gar nicht mehr von wem es ist, auf jeden Fall aus dem SF Discord. Und ja, da werdet ihr auf jeden Fall auch fündig, falls ihr sowas sucht. Ja, und für alle Leute, die nochmal gefragt haben, der Goldbonus der Goldbonus von der Rune ist maximal 50%, also man kann maximal bis zu 50% haben von den Goldboni-Runen. Alles, was über 50% ist, wird quasi nicht mehr mitgezählt. Genauso bei den Epics ist es auch 50% Fundchance. Alles, was da drüber ist, wird auch nicht mehr gezählt. Bei den verbesserten von der verbesserten Itemqualität ist es das höchste 5. Ja? Bei Erfahrungsbonus kann man maximal 10 haben. Ne? Also alles, was ihr über 10% an Erfahrungsequipment habt, zählt quasi dann auch nicht mehr mit. Ich habe hier auch 5 und 5, 2 Items, ja. Und das höher geht es dann halt nicht. Lebenspunktebonus ist maximal 15%. Ja, kann man hier auch sehen, wenn ich mein Equipment komplett angezogen habe, dann sieht man hier unten sind 15% Runenbonus, ist das maximal. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich habe hier einmal 5, dann habe ich 6 und dann müsste ich nochmal was haben hier. Ne? Also habe ich ein bisschen mehr und ja, trotzdem ist das maximale 15%. Schadensbonus bei den Runen, bei den Waffenschadensrunen, Feuer, Eis und Blitz jeweils 60%, also höher als 60% geht diese Schadensrune hier nicht. Das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und ja, die Reduktion von einzelnen Widerständen liegt bei 75% insgesamt. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier wo war das hier zum Beispiel? Widerstand gegen Eis habe ich hier 75%, das ist das höchste. Kann man jetzt von allen 75% haben, aber der Platz wird natürlich da nicht ganz ausreichen. Und Schadensreduktion für alle Elemente liegt bei insgesamt 25%. Da bin ich jetzt momentan bei 17. Ja, besser geht's nicht. Das sind die Maximalwerte hier von den Runen. Nur nochmal für alle veranschaulicht, ja, für die gefragt haben. Und ab wann man die ungefähr erreichen kann, sehen wir hier. Hier gibt es so eine kleine Tabelle. Ja, hier links sieht man die Anzahl der Runen, die man geopfert haben muss, um eine bestimmte Prozentanzahl an Rune zu bekommen. Zum Beispiel ab einer Million hat man die Chance bis zu 4 bis 5%, im späteren Bereich dann nachher von einer Million dann 5%, am Anfangsbereich 4% Waffenschaden oder Elementarschaden zu haben. Ja, ab einer Million erreicht man hier dann auch schon die 4%-Marke bei den Epics zum Beispiel oder beim Goldbonus, ne?
oder bei den Hitpoints erreicht man die ab Anfang von 1 Million, sie 2%. Die Lebensboni-Rune ab 3% erreicht man dann hier bei einer Quadrillion, ja, 4% kann man bei einer Sextillion hier erhalten und so weiter und so fort. Und so kann man sich dann hier die ganzen Sachen dann nochmal veranschaulichen. Ne? Hier ist der XP-Bonus, was man bekommt, und hier ist der Gold-Bonus. Ne? Hier ist alles aufgelistet und hier halt die Runen, ab wann man was ungefähr bekommt. Ja? Das Ganze wurde, wie gesagt, ausgearbeitet im Discord. Ich weiß jetzt nicht, ob von Ma oder von Acclamator oder von irgendjemand anderen. Das kann ich euch jetzt nicht ganz genau sagen, aber das Ganze ist hier ziemlich gut veranschaulicht und man sieht hier dann halt auch, ab wann man denn welche Breakpoints erreicht bei den Runen. Ich finde das ziemlich nice aufgelistet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen bei mir. Ich bin jetzt hier bei Quattuor Dezillion, ja, und bei 55 Quattuor Dezillion, also sind wir hier in dem Bereich. Das heißt hier, ich kann nachher fast bis zu 29% Schaden finden. Ja, die Chance auf Epics ist bei 24. Hier die grün markierten, das sind dann halt quasi so eine nützlichen Punkte zum Beispiel. Da braucht man dann nur 2 Items davon, denn dann bin ich halt auf den Maximalbonus von 50%, jetzt zum Beispiel bei Chance of Epics, ne, oder hier bei Goldbonus. Deswegen, das ist ganz nice, wenn wir hier dann nachher in den Quin-Dezillion-Bereich kommen, dann kann man dann da halt ziemlich viele Item-Slots nochmal sparen. Das ist ziemlich, ziemlich nice und auch sehr nützlich auf jeden Fall auch zu wissen. Ja, gut, hier unten haben wir die 10%, hier bei den Hitpoints zum Beispiel auch ziemlich gut zu wissen, so, ne, und so geht das dann halt weiter, ne, so geht das immer weiter. Hier haben wir zum Beispiel 52% Waffenschaden, was man hier erreichen kann bei Septemvigintillion. Das sind dann nachher die Leute, die dann hier schon, jeden Tag, seitdem der Arena Manager draußen ist, einen 7-Tage-Skip sich gekauft haben, also das ist natürlich dann ziemlich kostenintensiv, aber so sieht das Ganze auf jeden Fall hier aus. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und nützlich zu wissen und ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen helfen. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Ich kann euch ja mal die Tabelle hier irgendwie unten in der Kommentarsektion mal verlinken. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr da auch mal ganz gerne vorbeischauen. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier nochmal einen Dungeon irgendwie... Nö. Free Try ist leider nicht geglückt und werden wir mal schnell hier das Equipment wechseln. Und ich hatte dann auch gesehen gehabt, habe ich gar nicht gemerkt, im letzten Video war es, glaube ich, gewesen, oder? Oder in dem vorletzten, dass man hier, die Waffen ohne Rune kann man ja gar nicht Runen tauschen, weil ja gar keine Rune drauf ist. Da war ein leichter Denkfehler von mir, wurde ich ein paar Mal drauf angesprochen in den Kommentaren. Vielen Dank dafür, kann auf jeden Fall passieren, habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber das auf jeden Fall mal dazu am Rande erwähnt, wie Bordsteine. So, ja, ansonsten habe ich hier relativ soweit eigentlich alles heute erledigt. Glücksbar kann ich noch machen hier und das Ganze sollte dann eigentlich so eher als kleines Informationsvideo gelten, ja, für die Leute, die da wirklich Interesse dran haben, das zu wissen, ist es, denke ich mal, ganz nice. Hier haben wir noch ein Item, was wir jetzt hier noch zerlegen können oder in den Hexenkessel schmeißen können. Ja, und den Rest bewahren wir mal auf, falls er irgendwann bei der Hexe hier ankommt. Ne? Also, so viel dazu. So, ich glaube, wir können noch mal ein bisschen hier am Hütchenspieler ein paar Sanduhren wasten. Ja, auf den Server wäre es mir wichtig, wenn ich hier ein paar Sanduhren bekomme, weil ich hier eigentlich mit am meisten verbrauche. Ja, nice, haben wir wenigstens ein bisschen was. Nö, davon will ich nichts. Ja, schade. So, Hütchenspieler. Wow, dann haben wir den Hütchenspieler auch noch gleich hier. Warte mal, bevor wir das machen, machen wir erstmal ganze Gold festskillen hier, weil ich keinen Bock habe, in den Chatbefehl hier irgendwas großartig einzugeben hier. Mit Gold Bett 1, da habe ich keinen Bock drauf, deswegen gehe ich da vom Gold lieber runter, verliere nicht ganz so viel Gold denn und dann ist das nur halb so schlimm. So, dann machen wir es einmal so hier, ja. Wie gesagt, auf dieses Goldbett 1 Befehl, da habe ich jedes Mal keinen Bock drauf. Ich mache das einfach so und dann ist das auch in Ordnung hier so. Ne? Verliere zwar trotzdem Gold, aber nicht mehr so viel. Habe zumindest alles vorher weggeskillt und dann ist das in Ordnung so. Ne? Also von daher kein Problem. Ja, man sieht, man ist hier wieder richtig lucky unterwegs heute. Ja, das ist auf jeden Fall
Sehr nice. Wir kommen noch bis auf die 0 Gold, ja. Oh Mann. Nee, ja, das kann ja auch schon wieder nicht sein. Mach ich hier schon wieder... Ah, shit. Wow, 2 von 3 Mal. Okay, einmal müssen wir noch gewinnen. Keine Ahnung, wie oft ich hier schon wieder jetzt gerollt habe. Aber das kann ja schon wieder irgendwo nicht sein hier. Wie viel Pech man haben kann. Wo ist das Profilbild, wenn man es mal braucht? Ah, okay, da haben wir es. Man muss nur was sagen. Gut, so viel dazu. Pets noch schnell fördern. Oh, wir können heute noch ein Pet hier auf 200 bringen. Das freut mich, das ist sehr nice. Haben wir das nächste auf 200, das ist cool. So, bringen wir noch hier die Gewitterwolke hier noch ein bisschen auf Vordermann. Und ja, dann haben wir das auf jeden Fall erstmal soweit erledigt hier. Gut, wichtigste ist abgefrühstückt. Ne? So. Goldgrube freut mich sehr, da kriege ich jetzt richtig viel Gold raus momentan, das ist richtig nice. Und verpasse ja auch nicht mehr so viel wie früher. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ja, da so viel in letzter Zeit mal wieder gefragt worden ist, habe ich mir gedacht, machst du das mal einfach. Und ja, das soll es dann soweit gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.